So, herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es einen neuen Statusbericht zum Anlagenbau. Ihr seht, hier hinten war ich schon fleißig und zwar ist die Rampe gerade am Trocknen. Das heißt, die Bretter habe ich zurechtgeschnitten und jetzt auch, so wie in einem der letzten Videos, habe ich euch ja gezeigt, wie wir die Trittschalldämmung dann draufkleben. Von dem her, das habe ich bereits gemacht. Das heißt, da müssen wir jetzt warten, bis das Ganze getrocknet ist und dann schauen wir da auf jeden Fall weiter. Ich will euch heute einfach mal zeigen, wie ich dann die K-System-Schienen quasi, also ich nutze ja diese Laser Street-Elemente von Faller. Also ich habe hier dann solche Sachen, einfach weil es einfacher ist, soll keine Werbung sein. Ich zahle die ganzen Sachen selber, aber ich mache es mir da ein bisschen einfacher, anstatt dann so mit einer Rillenfräse zu arbeiten. Und ja, ihr seht, wir haben einiges vor. Und hier ist auch noch ein ganzer Stapel von bereits ausgepackten Elementen, einfach zum Testen, wie breit dann die Trassen dementsprechend sein sollen. Und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen und zeigen, wie ich das hinklebe. Und dann warten wir so lange, bis die Rampe getrocknet ist. Dann können wir das da ebenso machen und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, ihr seht, die Trittschalldämmung ist jetzt auch getrocknet. Das heißt, wir können mit dem Trassenbau für das K-System weiter fortfahren. So, ich würde sagen, das Werk ist vollbracht. Wir haben jetzt erfolgreich auch die Bergstrecke dann mit den Straßenelementen versorgt oder die angebracht. Von dem her, das sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Also da freue ich mich wirklich drauf. Endlich wieder was geschafft. Oben habt ihr gesehen, auch der Wendel dementsprechend ist da noch ein bisschen lose. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß noch nicht, wie lang die Bahnsteige werden, weil ich habe mal symbolisch da den Bahnhof mal hingesetzt. Ich weiß nicht, ich würde schon ganz gern ungefähr einen Meter Bahnsteig dann haben, deswegen kann es sein, dass man es ein bisschen während da reinsetzen muss. Vielleicht kommt hier auch noch ein Güterbahnhof hier bei den Gleisen hin. Von dem her wird es wahrscheinlich noch ein bisschen reinkommen. Ich weiß noch nicht, wie viel, und deswegen habe ich gesagt, komm, ich lasse es jetzt noch ein bisschen erstmal so, bis sich das alles sozusagen zusammenfügt. Aber ich glaube, man kann sich es auf jeden Fall schon sehr gut vorstellen. Und auch von der Steigung her, ich glaube, ist die Steigung sehr, sehr gut. Und ich habe da aber auch noch ein kleines Easter Egg für euch. Und das stelle ich mal kurz symbolisch hin. So, ich habe es mal ganz rudimentär, habe ich mal die Straßen hingelegt. Jetzt denkt ihr so, hä, was ist da los? Ich glaube, ich gehe auch mal ein bisschen besser oder ein bisschen näher rein. Also, ich werde hinten eine Weiche einbauen und hier mit einer scharfen Kurve, entweder mit so Flexkurven, respektive vielleicht auch selber zusammengebaut, oder ich habe hier auch noch so eine Wendeschleife. Deswegen, die kann ich, da sind auch relativ oder stärkere Kurven mit dabei, die ich dann hernehmen kann. Also von dem her plane ich hier eine kleine Straße fortzuführen. Das heißt, wir werden hier ein Wohngebiet haben.
an der Haupttrasse, dementsprechend an der Hauptstrecke. Und dann kommen da 2, 3 Gebäude rein. Und eins wird mit einer Garage versehen werden. Das Haus werde ich jetzt auch bestellen. Und dann ein kleines Auto hier immer fahren lassen. Das heißt, es würde sehr, sehr gut passen. Das heißt, hier kommt dann die Garage hin, direkt am Berg hin, muss man sich vorstellen. Und das Auto fährt dann auf die Wohnstraße quasi, oder wo die ganzen Wohnungen oder Häuser sind, dann in der Wohngebietsstraße hin und dann biegt es hier rein und dann wieder kommt es wieder hin und kann dann in die Garage wieder parken. Und auch das Garagentor soll sich öffnen. Also das ist so ein kleines Easter Egg, was ich euch hiermit vorstelle. Es ist noch nicht, oder ich kann die Straßen noch nicht alle fertig machen oder festmachen, weil ich eben noch auf die Maße von dem Gebäude warten muss. Das heißt dann, meine Verlobte wird das Gebäude auch dann zusammenbauen. Ich werde die Garage auch angucken und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. So ein kleines Carsystem-Auto. Ich weiß noch nicht, ob es ein Viessmann Carmotion-Modell oder ein Faller Carsystem-Fahrzeug wird oder dergleichen. Ist alles natürlich relativ klein, auch die Garage ist klein, da soll ja auch das Garagentor auf und zu gehen. Den Antrieb kann man aber schön unter der Hauptstrecke dann nachher anbringen. Also von dem her, wenn ich jetzt hier ein bisschen höher gehe, seht ihr, auf jeden Fall ist wirklich genug Platz hier mit einem Servomotor und allem drum und dran und mit irgendwelchen Drähten oder Seilzügen das zu machen. Ich bin gespannt, es ist eine kleine Herausforderung dann, also es dauert noch. Also ich will euch einfach nur jetzt mal hier, weil wir jetzt eh gerade die Carsystem-Strecken dann besprechen, euch nur mal das Ganze anteasern. Ich freue mich wirklich drauf. Es ist extra auch alles ebenerdig, das heißt die Autostrecke, die ist komplett ebenerdig, dass da auf jeden Fall auf nichts dass das Auto irgendwo hängen bleibt an irgendwelchen Steigungen etc. Aber mal gucken, ob das mit der Garage und alles so funktioniert. Sollte es nicht funktionieren oder auch mit den Maßen nicht passen, würde ich trotzdem die Strecke machen und dann einfach mit so einem kleinen Tunnel, was dann hier sozusagen aus dem Berg rauskommt, dass das da mal seine Kreise dreht und dann einfach im Wohngebiet parkt oder irgendwie sowas. Vielleicht auch mit so einer kleinen Mini-Parkhafe. Ich muss mal schauen, ob er so am Straßenrand parkt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Finde es aber mit der Garage, dass sozusagen alle, ich sag mal, 10 Minuten das Garagentor aufgeht, eventuell das Licht angeht vom Fahrzeug oder es geht einfach dann so los dementsprechend und fährt dann immer rein. Und parallel wird natürlich auch hier oben bei dem Wendel, da hält ja auch dann der Bus an, weil natürlich auch der Bahnhof ja da steht. Das heißt dann auch natürlich ein Stoppmagnet sein. Das heißt, dass dann auch die Fahrzeuge, die normal von oben kommen, erstmal sich hier anhalten und dann hat natürlich das Fahrzeug, kann er kurz eine Runde drehen, weiß nicht, alle 5 oder alle 10 Minuten. Und das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Habe ich so auch jetzt noch nicht gesehen. Und genau, wollte ich das hiermit da überraschen. Und sonst seht ihr ja, wir haben jetzt einiges geschafft. Die ganzen Carsystem-Elemente sind jetzt soweit fertig. Und ja, ich glaube, es gibt genug zu tun. Also ich kann euch mal zeigen, wir haben jetzt hier den Anschluss an die Bestandsplatte. Hier diese ganze Bergstrecke, die war ein bisschen fummelig. Und wir sind jetzt sogar auch hinten in den anderen Raum übergegangen. Ja, und was kommt als nächstes? Also es fehlt auf jeden Fall noch das Thema Fahrrad verlegen. Also ich mache das Ganze nach wie vor mit Fahrrad. Und dann auch das Verspachteln, beziehungsweise auch mit der Fahrbahn Straßenmarkierung, oder nicht Straßenmarkierung, sondern Straßenfarbe, das Ganze zu bekleckern. Aber bevor man das natürlich auch macht, die ganzen technischen Elemente reinzusetzen. Also wir haben ja dann auch, ich hole es mal kurz. Also wir haben hier so zum Beispiel so Abzweigelemente, die wir noch zusammenbauen müssen und präparieren müssen und auch Löcher bohren müssen dann bei den Abzweigungen. Dann ist das die Parkplatzdinger, da hängen noch ein paar Schrauben dran, ich wollte es aber erstmal zusammenlassen. Das heißt, das kommt da, wo dann die Garage ist. Das ist ein Parkplatzelement, wo dann ein Dauermagnet ist oder ein Permanentmagnet, der dann durch einen anderen Magneten über die Magnetwirkung aufgehoben wird. Und die Stoppstellenspule, die eben auch bei der Kreuzung und oben bei der Bushaltestelle hinkommt. Also deswegen, es gibt dann Komponenten noch einzubauen. Und dann hatten wir das Thema Carsystem, hätten wir soweit dann fertig. Das heißt, da würde ich mich natürlich dann freuen, dass dann auch die Fahrzeuge soweit fahren, also auch die oder das Testen, da freue ich mich echt wirklich drauf, weil dann hat man schon mal hier ein größeres Gebiet, wo einfach auch die Fahrzeuge schon losgeschickt werden können. Aber natürlich auch oben die Schienen, wie ihr seht, die müssen ja auch festgemacht werden. Also deswegen, die sind noch lose,
weil ich eben hinten auch nochmal weitermachen möchte. Habe ich euch mal erzählt, ja, mit vielleicht einem kleinen, auch nochmal Ladegleis oder Industrieanschluss. Ich weiß nicht, ob es zu viel ist. Aber auch vorne weiß ich nicht, ob ich nochmal ein Gleis mehr hinsetze. Man hätte ja Platz, aber auch das ist dann wieder gekoppelt mit dem Gebäude, was dann da hinkommt. Und dann kommt ja auch Mauerwerk hin, ob ich die Straße noch ein bisschen mehr nach links setzen kann und ob dann Platz nochmal für eine Schiene oder hier noch für eine halbe Schiene ist, um dann nochmal ein bisschen Platz zum Abstellen von Zügen zu bekommen. Dann kann ich das auch festkleben. Und dann geht es ja endlich auch weiter mit dem Thema Kontaktgleise schneiden und die Kabel anlöten, dass da wir auch vorankommen und ich euch dann Rockrail mal näher bringen, wie das Ganze mit den Blöcken und Rückmeldekontakten dann funktioniert. Also es gibt viel zu tun, hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Ja, und ich hoffe, euch hat der kleine Statusbericht zum Thema K-System gefallen. Es gibt viel zu tun, von dem her, es wird nicht langweilig und freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Und ja, wünsche euch aber erstmal selber frohes Basteln und macht es gut auf jeden Fall. Gell? Dann bis dahin. Tschüss.